Hallo ihr Lieben, heute zeige ich, wie man einen zu engen Rock etwas weiter machen kann. Mein Plan ist, der Bund und ein paar Zentimeter von der oberen Kante abzuschneiden und wegwerfen. Zugaben und Abnäher, soweit es geht, auslassen, danach werden die Teile wieder zusammengenäht. Let's go! Erst muss das Futter weichen, den Bund vom Rock trennen. Das Futter kann ich nicht mehr brauchen. Alle 6 Abnäher öffnen. Reißverschluss mit Hilfe eines Nahttrenners lösen. Überraschung, die hintere Mittelnaht bietet mir eine Möglichkeit, etwa 3 cm in der Weite zu gewinnen. Noch muss ich den Schlitz aufmachen. An den Taille setze ich Markierungen in Abstand von 2,5 cm. Verbinde alle Striche und schneide den Streifen ab. Ich benutze hierfür eine Overlock-Nähmaschine, die ermöglicht es in einem Arbeitsgang präzise abzuschneiden und gleichzeitig die Schnittkante zu versäubern. Wer so eine Maschine nicht im Kühlschrank hat, muss den Streifen mit Schere abschneiden, dann mit einem passenden Stich versäubern. Nun hintere Mittelnaht bis zum Schlitz mit Klemmchen zusammenheften. In meinem Rock sind die originalen Markierungen des Herstellers noch zu sehen. Mit 1,5 Nahtzugabe die Naht steppen. Verriegele das Nahtende. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln, auch von der rechten Seite. Die geöffnete Nahtzugaben mitsamt des Saumes auch von der rechten Seite glatt bügeln. Öffne den Reißverschluss und lege die eine Seite so auf die Nahtzugabe der eben gehefteten Naht, dass die Zähnchen, die eine Art Spirale bilden, direkt neben der zugehefteten Naht liegen. Wer keine magischen Kräfte besitzt, alle Nähte wie vom Zauberhand perfekt gerade zu nähen, heftet den Reißverschluss erst mit ein paar Stiche per Hand. So wie ich. Hefte jetzt das Band des Reißverschlusses an die Nahtzugabe. Es geht erstmal darum, den Reißverschluss am Platz zu halten. Die andere Seite einfach von unten nach oben nähen, um es bequemer zu haben. Nun kann die Naht, die den Reißverschlussschlitz geschlossen hat, wieder aufgetrennt werden. Der Naht-Reißverschlussfuß hat 2 Tunnel, durch die beim Annähen die Zähnchenspiralen laufen sollen. Öffne den Reißverschluss ganz und schiebe den Schlitten bis nach ganz unten. Dann wird die Spirale glatt gestrichen, so dass die Nahtstelle zwischen Band und Spirale zu sehen ist. Dafür eignet sich der Daumennagel perfekt. Beim Nähen soll die Reißverschlussspirale die ganze Zeit zur Seite gedreht werden, so dass die Nadel ganz dicht an den Zähnchen stechen kann. Sichere die Naht wieder mit etwas Abstand zum Reißverschluss.
Zeichne auf der unteren linken Rockseite den Verlauf vom Schlitz und Saum mit Kreide nach. Falte das untere Schlitzende und befestige es mit einer Stecknadel. Nähe entlang der Kreidemarkierung. Nun ist die Zeit zur Anprobe reif. Wie du siehst, habe ich genug Platz für die Taille gewonnen. Messe den Taillenumfang. Nehme ein festes, breites Band und schneide dir ein Stück mit der Länge der Taillenumfang plus 3–4 cm für jedes Ende als Nahtzugabe dazu. Ermittle den Taillenumfang des Rocks. Bei mir sind es 101 cm. Die Differenz zwischen den zwei Zahlen ist 10 cm. Ich ziehe 4 cm für die Bundfreiheit ab, macht also 6 cm zu viel. Diese überschüssige Stoff verteile ich auf 6 Abnäher, also a 1 cm pro Abnäher. Ich überprüfe die Endpunkte der alten Abnäher. Die müssen links-rechts symmetrisch sein. Nun zeichne ich die Abnäher unter Zuhilfenahme eines Lineal ein. Erst rechtwinklig zum Bund eine Mittellinie, dann die Breite und verbinde die Enden. Befestige die Abnäher mit Klemmchen oder Stecknadel. Bei Abnäher ist zudem zu beachten, dass man am Ende die Faden gut verknotet. Die Abnäher werden in Richtung Mitte aufgebügelt. Zugeschnittenes Band rechts auf die obere Rockkante stecken, dabei den Bund gleichmäßig auf die Länge verteilen. Wer keinen Besuch vom Muse erhält, heftet das Band mit Heftfaden fest. Bund mit Nähmaschine aufnähen. Bandende schräg nach hinten umlegen und mit einer Stecknadel befestigen. Den ganzen Band umlegen, sodass 2 mm der obere Rockkante mit umgeknickt wird, und so fest bügeln. Ich hefte das Band mit Heftfaden. Bund auch rechts 1 cm breit absteppen. Nun kannst du den Schlitz und den Saum per Hand mit einem Blind- oder Hexenstich unsichtbar befestigen. Festige die Belege mit der Nähmaschine mit Hilfe des Blindstichfußes. Dafür muss man erst den Besatz umfalten, mit Stecknadeln fixieren und absteppen. Wie es genau funktioniert, habe ich in einem anderen Video schon mal gezeigt. Als letztes bügele ich den Rock, insbesondere Schlitz, Saum und die obere Rockkante richtig aus. Fertig! Ich kann mein Pariser Kostüm wieder ins Restaurant anziehen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wenn dir gefallen hat, stell die Däumchen und abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.